Servus Leute, heute geht es um das Autoradio von Pioneer, der DEH X7800 DAB. Der hat es richtig faustdick hinter den Ohren, der macht sogar Spotify, der kümmert sich um Android-Handys und um iPhone-Handys und hat sogar eine coole ARC-App. Lasst euch überraschen. Ich darf euch jetzt schon mal verraten, dass wir eine geile Überraschung am Ende des Videos für euch vorbereitet haben. Wir haben im Laufe des Videos verschiedene Buchstabenschnipsel im Video eingeblendet. Da würde ich euch empfehlen, nehmt mal einen Stift und einen Zettel zur Hand, notiert euch die und achtet auch auf Groß- und Kleinschreibung. Die Vorstellung des Pioneer Autoradios und die Buchstaben-Schnitzeljagd beginnt ab jetzt. Der Pioneer DEH X7800 DAB ist von der Ausstattung unheimlich umfangreich, weswegen wir jetzt in dem Video als allererstes mal natürlich die groben Sachen alle mal abarbeiten. Was kann das Gerät alles? Und im Laufe des Videos werden wir euch einzelne Sequenzen nochmal bringen, wo wir über folgende Themen ins Detail gehen. Zum einen die Soundeinstellungen. Dann gibt es die coole Mix-Tracks-Funktion. Pioneer hat eine ARC-App für dieses Gerät entwickelt. Als nächstes stelle ich euch noch die Multicolor-Funktion vor, wie sie in echt ausschaut. Spotify wird sicherlich auch den ein oder anderen von euch interessieren. Dann wäre da noch der Technik-Tipp 1 für alle Wohnmobilfahrer, die ihr Autoradio an Dauerplus anschließen. Und der Technik-Tipp 2 wäre dann für diese Sound-Enthusiasten, die eben das Gerät auf Vollaktivmodus betreiben möchten. Los geht's mit den Medien, was das Gerät alles verarbeiten kann. Da wäre jetzt zum einen natürlich der USB-Anschluss an der Front mal als erstes zu sehen. Mit dem kann ich natürlich einen USB-Stick anschließen, das kennt jeder. Ich kann aber auch diesen Anschluss nutzen, über mein Telefonkabel, mein iPhone oder mein Android-Gerät anzuschließen und eben darüber dann den Musikspeicher so zu nutzen, dass ich auch über die Suchfunktion von dem Gerät nach Album, Interpret, Song und Playlist suchen kann. Ebenfalls finden wir Bluetooth-Freisprechen vor, wo sogar ein externes Mikrofon im Lieferumfang mit enthalten ist, um eben eine optimale Sprachqualität zu bekommen. Speziell zu erwähnen ist, dass man in dem Fall jetzt sogar direkt 2 Telefone gleichzeitig koppeln kann und eben dann ein Geschäftshandy und ein Privattelefon zum Beispiel gleichzeitig an dem Gerät betreiben kann während der Fahrt. Und wir können das Telefonbuch direkt auf das Gerät übertragen und vom Gerät aus entsprechend die Namen und so weiter suchen und loswählen. Zum Thema Bluetooth gehört natürlich auch noch das Audio-Streaming dazu. Das heißt, von meinem Handy aus den Musikspeicher nutzen und schnurlos auf mein Autoradio übertragen, um den Sound nachher von dort aus über meine Bordlautsprecher wiedergeben zu können. DAB Plus ist gerade im Moment so ein Lieblingsthema von mir und auch der DEH X7800 DAB ist natürlich damit ausgestattet. Wir haben zwar im Lieferumfang keine DAB Plus Empfangsantenne mit dabei, aber da kauft ihr euch einfach eine mit dazu, findet ihr auch bei uns im Webshop, entsprechend eine Scheibenklebeantenne oder eine Dachantenne, gebt einfach DAB-Antenne bei der Suche ein und dann werdet ihr entsprechend fündig werden. Wir haben durch DAB einen richtig geilen Empfang, was die Dynamik betrifft, in CD-Qualität. Also das macht richtig Spaß, man hat Power und man hat einen sehr guten Empfang mittlerweile und natürlich eine riesen Sendervielfalt. Logischerweise ist immer noch ein UKW-Empfangsteil dabei. Wir können CD hören und wir haben auch einen AUX-In auf der Front, wo wir jegliche Signalquelle mit einem Klinkenstecker einspielen können. Wir haben ein abnehmbares Bedienteil und wir können dieses Gerät auch an Autos mit Tasten am Lenkrad für laut und leise vor und zurück mit einem optionalen Interface betreiben. Für alle Funktionen, die ich euch jetzt im Detail erkläre, gibt es natürlich auch im Lieferumfang die Bedienungsanleitung, die hier die ganze Zeit schon rumliegt. Und im Thema Sound geht es jetzt mal los. Wir haben 4x50 Watt Grundausgangsleistung, das heißt, wir können damit schon mal die bordüblichen Lautsprecher einfach mit anschließen. Vorne 2 Lautsprecher, hinten 2 Lautsprecher, so wie es halt ganz easy und bei den meisten Autos ist. Wir haben aber jetzt auch 3 Paar Cinch-Ausgänge, einen für Frontausgang, einen für Rear-Ausgang und einen für einen Subwoofer-Ausgang. Alle 3 separat voneinander regelbar, von der Lautstärke, vom Pegel und eben auch einstellbar über die aktive Frequenzweiche, die ebenfalls beim Gerät mit integriert ist, wo wir das Frontsystem und das Hecksystem zum Beispiel als High-Pass laufen können, um den Bass dort wegzunehmen und für den Subwoofer als Low-Pass-Filter den anderen Bereich wegzugeben, wo der Subwoofer eben auch nicht optimal spielt. Also jedem Lautsprecher die optimale Frequenz zuteilen. Wir haben noch mit
Zeitverzögerung dabei. Also das heißt, da kann ich jetzt wirklich sagen, wie weit ist mein Lautsprecher eigentlich von mir entfernt, kann dem Lautsprecher vorne links zum Beispiel eine größere Entfernung eingeben, also eine Zeitverzögerung, darum nennt sich das Time Alignment, und kann meinem Hirn sozusagen sagen, mein linker Lautsprecher ist genauso weit weg wie der rechte Lautsprecher und somit sitze ich in der Mitte von der Bühne. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie Dire Straits auf einem Konzert bin, dann ist eben auch die Bühne davon entscheidend, wie klingt das eigentlich. Ja? Und dann kann ich wirklich die Bühne auf meinem Armaturenbrett mittig reinzimmern und das allein mit Time Alignment. Und wenn ich jetzt eben sage, ich möchte mein Auto nicht Front, Rear und Subwoofer betreiben, sondern ich möchte mein Frontsystem voll aktiv fahren, also 2 Hochtöner, eigene Endstufe, 2 Tieftöner, eine eigene Endstufe und ein Subwoofer dazu, eigene Endstufe. Auch das kann ich jetzt eben in den Netzwerkmodus so betreiben. Dann wäre da natürlich noch der 13-Band Grafik-Equalizer zu erwähnen, der natürlich mit 13 Bändern schon wirklich viele Frequenzen schnappen kann und ich meinen Sound linear einstellen kann für mein Auto, weil in jedem Auto klingt alles ein bisschen anders. Ich habe ja auch andere Lautsprecher drin. Das kann ich alles mit meinem 13-Band Grafik-Equalizer machen. Kommen wir zu Mixed Tracks. Also ich habe erstmal schon ein bisschen mich reinfinden müssen, was ist jetzt genau Mixed Tracks. Ich habe es vorher noch nie probiert. Die Funktion gibt es schon, glaube ich, seit 1-2 Jahren bei Pioneer. Mixed Tracks ist so eine Art vereinfachter DJ, würde ich jetzt mal sagen, und Light-Jockey, ja? Weil das Gerät hat natürlich verschiedene Tastenfarben und Displayfarben und können entsprechend leuchten. Wir haben die DJ-Funktion, das heißt, der macht jetzt mit einem Zufallsgenerator einen Track nach dem anderen und versucht, die ein bisschen, es ist jetzt übertrieben, abzumischen, ja, weil es kommt tatsächlich kommen ein paar komische Töne dann zwischendurch raus und so weiter, aber es ist eine lustige Funktion, wenn man sagt, hey, Shuffle Play, lass das Ding mal laufen, mein Radio, das blinkt und tut und geht alles ein bisschen nach dem Bass und nach dem Sound. Eigentlich schaut es ganz cool aus, wahrscheinlich braucht es nicht jeder, ich persönlich bin jetzt kein Fan davon, aber naja, wir haben es mal kurz gezeigt und angesprochen. Multicolor haben wir auch in vielen anderen Videos schon angesprochen. Multicolor sagt nichts anderes aus, als dieses Gerät kann ich wirklich farblich von meiner Tastenbeleuchtung und meiner Displaybeleuchtung optimal in jedes Fahrzeug mit einbauen, weil ich eben jede Farbe für die verschiedenen Modis anwenden kann und einstellen kann, ob das grün, blau, orange, egal welche Farbe. Ich kann das so einstellen, dass es optimal in mein Armaturenbrett passt, zur Originalfarbe vom Fahrzeug. Ich kann es auch unterschiedlich einstellen, wenn ich es mag, die Tastenfarben blau und meine Displayfarbe orange. Auch das kann ich unabhängig voneinander machen und ich kann natürlich auch noch die Helligkeit mit einstellen, so dass es also in jeder Lebenslage ins Auto passt. Kommen wir zu ARC App. Bei dem Namen hat sich Pioneer nicht wirklich was Tolles einfallen lassen, aber wahrscheinlich heißt es irgendwie Auto Radio Control, weil genau das macht die App. Ich habe sie bereits auf mein Phone runtergeladen und was wir jetzt machen müssen, unser iPhone oder auch Android-Gerät eben mit dem USB-Kabel verbinden. Wir starten jetzt die App und da taucht genau das Zeichen jetzt auf. Und ich kann jetzt mit rauf und runter, rechts und links und so weiter, kann ich das Gerät bedienen und kann jetzt hier zum Beispiel hier einen Track weiter, noch einen Track weiter, das ist jetzt mal ganz einfach. Ich kann sogar hier laut und leise machen, was ich ganz lustig als witzig finde. So, wir können jetzt, wenn ich nach oben slide, kann ich meine Quelle auswählen, was ich so hören mag. Und gerade bei DAB+ finde ich es cool, die Funktion, weil bei DAB+, bei dem Einzeilen Autoradio, wo ich nur eine Zeile angezeigt bekomme, da muss ich ja die ganze Zeit nach vorne skippen, schauen, was ist da sonst noch alles als Sender empfangbar. Meine App zeigt mir jetzt, wenn ich hier runterfahre, den ganzen Senderverlauf an, was ich tatsächlich alles zur Verfügung habe und kann natürlich hier wie bei einem Doppel-DIN-Touchscreen-Monitor das Gerät super cool bedienen und kann mir hier auswählen, was ich mag und entsprechend bedienen. Was ich jetzt auch sehr cool finde, man kann über diese App die ganzen Einstellungen vornehmen. Wir kommen nochmal ganz kurz auf das Thema Multimedia, zum Beispiel hier bei der Beleuchtung. Da habe ich jetzt hier die Farbe und kann von hier aus entsprechend die Farben von meinem Autoradio wählen und mir direkt so anzeigen lassen. Also auch das funktioniert viel leichter. Ich brauche hier kein Radiomenü oder sonst was, sondern das mache ich alles von meinem Handy aus.
Und wir können zum Beispiel die Audioeinstellungen, also die finde ich zum Beispiel hier über das Gerät einzustellen, wesentlich leichter als über das Menü vom Autoradio selber, weil ich habe hier einfach eine schönere grafische Aufbereitung von meinem Equalizer, den ich hier entsprechend justieren kann oder eben meinen Subwoofer ein- oder ausschalten kann. Und da unten habe ich dann eben auch noch meine erweiterten Einstellungen, wo ich dann die aktive Frequenzweiche sauber einstellen kann, eben für vorne links. Sage ich jetzt den Pegel anheben, ich mache den Hochpassfilter ein, ich mache den bei der und der Übernahmefrequenz und die Laufzeitkorrektur kann ich hier eben auch noch mit einstellen. Und das ist schon sehr, sehr geil über diese App gelöst und ist ein Bedienhilferich für die normalen Bedienungen während der Fahrt auch. Ihr solltet halt schauen, dass ihr vielleicht das Gerät tatsächlich in der Nähe vom Autoradio platziert, um eben auch von da aus gut bedienen zu können. Ja, aber ansonsten die ARC-App, ich finde sie cool. Das Thema Spotify ist ja auch in aller Munde. Ich habe auf meinem iPhone jetzt hier Spotify mit drauf als App und kann mein Autoradio jetzt mit meinem Handy verbinden per USB und habe dann entsprechend die Möglichkeit, hier mein Spotify zu starten. Der schaltet dann automatisch auf dem Radio auf iPod um, weil das ist ja schließlich mein iPod. Und jetzt habe ich aber auch als Source-Quelle auch noch zusätzlich Spotify mit dabei, so dass ich jetzt hier den Ton direkt vom Handy hier mit drauf habe und auch meine Playlists, also insofern ich hier meine Shuffle-Funktion, also ich habe jetzt kein Abo bei denen, ich zahle nichts dafür, aber ich kann somit diese Playlists nutzen und kann per Zufallsgenerator eben entsprechend die Songs auswählen und umskippen, wie ich es brauche. Kommen wir zum Techniktipp 1 für alle Caravan-Fahrer, die ihr Autoradio auf Dauer Plus legen. Da müssen wir beim Pioneer auch was einstellen, weil ganz grundsätzlich kann ich das Gerät abschalten, indem ich länger auf die Source-Taste klicke. Dann ist das Gerät jetzt abgeschalten. Aber wie ihr seht, ist es halt die Beleuchtung noch an und die Uhrzeit steht noch im Display. Das heißt, das Gerät ist nicht ganz aus. Und wenn jemand sein Autoradio auf Dauer Plus, also den Zündungsplus und Dauer Plus auf 1 drauflegt, auf Dauer Plus, dann würde im Prinzip außer diesem Zustand nichts mehr passieren und dann würde natürlich auch die Batterie leer gesaugt werden, obwohl das Gerät an für sich ausgeschaltet sein sollte jetzt. So, jetzt schalten wir das ganze Gerät wieder an. Da gibt es nämlich die Funktion im Menü, klicken wir mal einfach ins Menü rein, bei System und da gibt es dann die Funktion Power, wo haben wir sie? Power Save. Das heißt, wir sparen hier halt dann die Power Save und das müssen wir dann einschalten, damit sich das Gerät dann komplett abschaltet. Und wenn ich es nämlich jetzt ausschalte, also jetzt bin ich im normalen Spielmodus, jetzt schalte ich das Gerät aus und dann ist auch wirklich alles aus. Das heißt, in dem Moment geht das Gerät auf einen Standby-Modus oder Speichermodus, nur damit die Sender gespeichert bleiben. Aber das Gerät braucht jetzt genauso viel Strom, wie wenn ich die Zündung wegnehmen würde und das Gerät ausgeht. Also spare ich Strom damit. Und das war der Techniktipp 1. Techniktipp Nummer 2 ist für alle, die jetzt sagen, was hat der Olli da erzählt mit vollaktiv umschalten, also meine Hochtöner separat mit der Endstufe, Mitteltöner separat mit der Endstufe und einen Subwoofer dazu. Wenn ich eben jetzt in den Netzwerkmodus umschalten möchte und genau voll aktiv fahren möchte, da könnt ihr jetzt in so einem Menü hier lang umeinander drücken und suchen, wo diese Systemeinstellung oder Speaker-Mode-Einstellung drin ist. Die werdet ihr einfach so nicht mehr finden, weil das grundsätzlich bei der Erstbetriebnahme des Gerätes in Augenschein kommt. Und da hat mich die Bedienungsanleitung von Pioneer echt richtig gefuchst. Ich bin dann irgendwann draufgekommen, wie es wirklich funktioniert. Man drückt die Source-Taste so lange, bis das Gerät mal grundsätzlich ausgeht. Jetzt ist es aus. So, und jetzt haben wir, das ist jetzt bloß der Demo-Modus, jetzt schalten wir das Gerät nicht an, sondern bleiben lang auf der Source-Taste und schalten das Gerät damit an. Und jetzt bin ich in einem anderen Menü als im normalen Betriebsmodus. Und jetzt kann ich hier zwischen System und Initialisieren mal hin und her schalten, wähle Initialisieren aus, gehe dann auf System Reset. Und den bestätige ich zweimal. Dann macht das Gerät erstmal ein System Reset und erst dann kann das Gerät auf Netzwerkmodus umschalten. Und zwar komme ich jetzt wie beim erstmaligen Inbetriebnehmen des Gerätes in ein Menü rein, wo die Grundeinstellungen des Gerätes mal festlegt. Das sind gar nicht so viele Sachen. Da stellen wir die Sprache eben ein auf Englisch, Russisch oder Türkisch. Und wir können auch die Uhr einstellen und so weiter. So, jetzt ist das Gerät grundsätzlich mal resettet.
Und jetzt nehme ich mein Gerät zum ersten Mal in Betrieb. Hier kann ich die Sprache entsprechend einstellen und das Ganze hier bestätigen. Gehe über die anderen Sachen jetzt einfach mal hinweg. Und da kann ich dann auch den Speaker Mode einstellen und finde dann hier halt den Standard oder eben den Netzwerkmodus. Und in dem Fall wähle ich den Netzwerkmodus, habe jetzt alles eingestellt und quittiere alles. Und jetzt bin ich in einem normalen Modus drin und komme auch nicht mehr ohne diesen Reset, den ich gerade vorher gemacht habe, wieder auf dieses Menü zurück. Das ist wieder ganz wichtig zu wissen, ohne dass man sich eben mit dieser Bedienungsanleitung rumschlagen muss. Beim DEHX 7800 DAB gibt es folgende Anschlüsse. Natürlich wie bei fast jedem Radio 2 ISO-Anschlüsse, die mit dem Stromanschlusskabel komplett verbunden sind, damit wir eben auf die meisten Fahrzeuge draufgehen können oder eben auch entsprechende Adapter hier auf ISO auf das entsprechende Fahrzeug auswählen können. Wir haben hier 4 Lautsprecherausgänge, das sind diese 4x50 Watt Ausgangsleistung. Wir haben hier, das schwarze Kabel ist eine Masse, Dauer plus Gelb und die Zündung ist rot. Wir haben noch ein Illumination, also wenn vom Fahrzeug aus Lichtschalter ein und aus mit Funktion drauf ist. Oder eben auch dieses blau-weiße Kabel ist unsere Remote-Leitung für eine elektrische Antenne oder für externe Verstärker, die ein- oder auszuschalten. Wir haben einen DAB Plus Anschluss, wo wir eben hier die neue Antenne mit anstecken können. Hier ist der UKW-Anschluss, der bereits in jedem Auto aktuell eigentlich zu finden ist. Wer nicht den Anschluss hat, dafür gibt es entsprechende Antennenadapter, findet man auch bei uns im Webshop drin für die verschiedenen Autos, eben auf so einen Anschluss. Oder was haben wir hier drüben noch? Das sind natürlich unsere 3 Cinch-Ausgänge. Das ist hier Rear, dann haben wir Front und Subwoofer und wir haben dann hier noch 2 Klinkenbuchsen. Die obere Klinkenbuchse ist unser externes Mikrofon, das ja im Lieferumfang bereits mit dabei liegt für die Bluetooth-Sachen, also für die Sprache. Das kann ich eben hier anstecken und mein Mikrofon dahin legen, wo ich es halt tatsächlich brauche, wo ich es optimal verlegen kann. Und der untere Klinkenanschluss ist für das Lenkrad-Fernbedienungsinterface, wenn ich eben ein Auto habe mit Lenkrad-Tasten drauf, wo ich laut und leiser machen kann, da gibt es entsprechende Interfaces für das entsprechende Fahrzeug auf Pioneer. Hier das Richtige auswählen oder von uns auswählen lassen und hier dran anschließen. Und war da fleißig dabei bei der Buchstaben-Schnitzeljagd. Wir kommen nämlich jetzt zum Ende des Videos zu unserer versprochenen Belohnung und ihr dürft jetzt das Video kommentieren, bitte, ob jetzt gut oder schlecht, ob euch das Gerät gefallen hat oder was ihr vermisst vielleicht an solchen Geräten. Und tut zu diesem Kommentar euren ausgelesenen Code mit dazu. Und wenn der richtig ist und in dem Kommentar mit dabei steht, dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Wir machen innerhalb der ersten 6 Tage nach Veröffentlichung des Videos, wir schreiben es auch nochmal unten im Videobeschreibungstext mit rein, wo übrigens auch alle Links mit drin sind, wo es zu dem Gerät geht und so weiter. Und da schreiben wir rein, ab wann dann wirklich Teilnahme Schluss ist und wir dann auch den Gewinner ermitteln. Der Gewinner bekommt nämlich einmal eine ARS 24 Fan-Tasse und die aktuelle Ausgabe der K&H HiFi. Hier sind natürlich alle möglichen Tests nochmal mit drin oder eben auch Einbautipps und lustige Anekdoten vielleicht auch noch. Also die 2 Sachen bekommt dann der Gewinner von uns kostenlos zugeschickt. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen und in den nächsten 20 Sekunden könnt ihr euch schon mal überlegen, ob ihr vielleicht eins von den beiden Videos hier weiterhin anschauen möchtet oder uns vielleicht sogar abonnieren möchtet.